Hallo, mein Name ist Ralf Bleichinger und ich erzähle euch heute Highlights über den neuen Mercedes-Benz Inturo. Der Sideguard Assist macht das Überholen und vor allem das Abbiegen noch sicherer für alle Verkehrsteilnehmer. Der Sideguard Assist ist ein doppelter Radarsensor auf der rechten Fahrzeugseite und detektiert 3,75 Meter rechts vom Fahrzeug den Verkehrsraum. Hier werden bewegte und stehende Hindernisse erkannt. Sollte der Fahrer dann abbiegen wollen, wird mit oder ohne Blinken dieser Verkehrsraum überwacht. Als erste Information, sollte sich ein Hindernis dort befinden, bekommt der Fahrer einen Warnhinweis in Form von einem gelben Dreieck an der A-Säule rechts, genauso im Kombi-Instrument. Sollte der Fahrer dann trotzdem seinen Abbiegevorgang fortsetzen, wird aus der Information eine Warnung. Das gelbe Dreieck schlägt in die Farbe Rot um, genauso an der A-Säule wie auch im Kombi-Instrument, und zusätzlich bekommt der Fahrer eine haptische Warnung im Sitzkissen des Fahrersitzes. Sollten wir nun schneller fahren als 36 km/h, schaut der Sideguard Assist als Überholassistent 15 Meter nach hinten am Fahrzeugheck. Ebenfalls neu im Inturo haben wir das Notbremsassistenzsystem ABA 5. ABA 5 ist eine Fusion zwischen Kamera und dem Radarsensor, der sich hinter dem Mercedes-Stern verbirgt. Dadurch können wir sich bewegende und stehen bleibende Fußgänger detektieren und, wenn notwendig, eine Vollbremsung auslösen. Im Inturo haben wir einen neuen ergonomisch gestalteten Fahrerarbeitsplatz. Alle Schalter sind gut positioniert, einsehbar, platziert, schön aufgeräumt. Ebenfalls neu im Inturo, vom Reisebus her schon bekannt, die Lenkradfernbedienung, damit wir als Fahrer die Hände am Lenkrad haben unter der Fahrt. Und genauso neu das neue Kombi-Instrument. Und somit haben wir einen hochwertigen Fahrerarbeitsplatz auf Reisebusniveau. Ebenfalls neu im Inturo ist das Kombi-Instrument, das hochauflösend und farbig geworden ist. Ich habe hier alle Informationen als Fahrer aufgeräumt mit Stacks and Cards, Bedienelementen, und kann schnell meine Informationen finden. Unter anderem habe ich hier auch das Driver Score System, in dem ich als Fahrer nachschauen kann, wie gut ich unterwegs bin. Beim Inturo haben wir ein neues Heizungs-Lüftungs-Klimakonzept. Es startet mit dem einfachen Lüftungswagen, geht dann weiter mit einer Fahrerplatzklimatisierung, ein Stück weiter zur Fahrgastraumklimatisierung bis hin zur großen Aufdachanlage, die man bisher kennt. Zu der Bedienung von dem Heizungs-Lüftungsbedienteil. Wir haben oben links eine Temperaturwippe. So kann ich die Temperatur verstellen für den Fahrerplatz und auch für den Fahrgastraum. Auf der rechten Seite haben wir die Wippe für die Lüftersteuerung. Hier kann ich die Lüfter dann höher oder niedriger anwählen. Wenn wir dann auf der linken unteren Seite starten, hier kann ich natürlich umschalten zwischen Fahrerplatzsteuerung und Fahrgastraumsteuerung. Wenn ich eine Fahrerplatzklimatisierung habe, kann ich hier diese Bereitschaftstaste wählen. Für die große Fahrgastraumklimatisierung schalte ich hier drüber die Bereitschaft der Klimaanlage ein. Eine Autofunktion gibt es natürlich auch. Verstellung für den Fahrerplatz. Den Ein-Ausschalter habe ich, eine Defrostfunktion für die Windschutzscheibe, Umluftfunktion oder Smogfunktion für den Tunnel. 30 Minuten ist hier der Standardwert. Ich kann aber jederzeit auch ein- und ausschalten manuell. Die Bereitschaft für die Zusatzheizung, für die Standheizung. Dann, wenn ich eine Ausführung habe mit Dachlüfter, kann ich durch einen längeren Tastendruck hier meine Dachlüfter aktivieren und durch Umschalten B- oder Entlüften, je nachdem was ich möchte, blau oder rot, wird es mir dann angezeigt im Taster.
Und hier drüber der letzte Taster, die Reheat-Funktion zum Entfeuchten vom Fahrgastraum. Optional im Inturo kann ich das Fahrberechtigungssystem 4 wählen. Das ist die Wegfahrsperre der neuesten Generation. Dazu habe ich einen neuen Schlüsselbund. Zum einen den eigentlichen Startschlüssel und zum anderen den mechanischen Schlüssel. Mit dem mechanischen Schlüssel muss ich die Tür öffnen. Danach kann ich den Schlüsselbund getrost in meine Hosentasche oder Jackentasche belassen, kann mich an den Fahrersitz setzen und kann dann das Fahrzeug starten. Zum Starten des Fahrzeugs muss ich die Fußbremse betätigen und dann den Start-Stopp-Knopf drücken. Oder ich kann natürlich auch den Start-Stopp-Knopf gedrückt halten. Dann dauert es etwas länger, bis der Motor anspringt. Auf der linken Seite haben wir, wie immer schon, den Bedienhebel der Feststellbremse. Beim Inturo sieht er neu aus. Wir haben nicht nur ein neues Design, sondern auch neue Funktionalitäten. Zum einen das Lösen der Feststellbremse. Dazu muss ich die Fußbremse betätigen und dann auf den P-Knopf drücken. Die Feststellbremse löst sich und ich kann meine Fahrt beginnen. Zum Wiedereinlegen der Feststellbremse auch wieder den P-Knopf drücken und die Feststellbremse wird eingelegt. Die andere Variante ist, den Bedienhebel über den Druckpunkt nach oben ziehen. Die Ansteuerung ist aber zwar elektrisch, aber wir haben trotzdem, wie früher auch, Bremszylinder, die pneumatisch arbeiten. Sollte der Fahrer plötzlich aufstehen müssen, warum auch immer, von seinem Fahrerplatz und hat vergessen, die Feststellbremse einzulegen, so übernimmt dies das System für ihn.